Hallo, Hallo. schönen guten Tag. Wir sind's, Pitted Studio TV. So, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Genau. Jetzt machen wir eine Folge über unser neues Spiel, Kralon. Ja, wir sind aber noch in der Vergangenheit. Wir sind die Jennys und Björns. Genau. Weil wir wissen nämlich gar nicht, was passiert ist. Weil wir nämlich das vorgedreht haben. Aber jetzt erzählen wir ein bisschen was darüber. Genau. Das müssen wir so machen, weil wir Ja. nämlich in der Woche, wo das Announcement ist, das überhaupt nicht schaffen würden, uns hier hinzusetzen und in Ruhe solche Aufnahmen zu machen und die dann auch noch zu schneiden und die dann auch noch hochzuladen und so weiter. Darum erzählen wir euch heute vorweg schon ein bisschen, was wir uns eigentlich dabei gedacht haben. Ja, was haben wir uns denn dabei gedacht? Ja, was ist denn Kralon? Was bedeutet denn das Kralon? Das ist ein Dungeon Crawler. Kralon halt. Ein ja. Dungeon Crawler. Da kommt dort der Name her, ist ein Eigenname, es ist der Name von jemandem, den du spielst da und so, und das ist schon mal die erste Antwort. So, warum Dungeon Crawler? Ja, wir haben uns inspirieren lassen von vielen Sachen in der Vergangenheit. Ich hatte immer schon mal Bock, so ein Spiel zu machen, ne? Das so ist, wie dieses Ax Fatalis damals war, oder so ein Ultima Underworld, Superklassiker, System Shock hat viel davon. Das sind so Völlig unauffällig haben wir euch das da hingestellt. immer so rein drapiert und vorgestellt und so weiter, ne? Also von den Gameplay-Mechanismen ist das sehr ähnlich diesen Dingern. Natürlich die Indie-Variante davon, Ja. muss man ganz klar sagen. Es ist eine kleiner, niedlicher Dungeon Crawler, den wir da gemacht haben, und oder dabei sind noch zu machen, ne? Da hatten wir voll Bock drauf. Wir wollen dieses Fruckeln, du bist in Dungeon, du bist unterwegs, da irgendwie musst du rausfinden, was mit der Welt ist und so weiter. Kannst du alles untersuchen da, und das fanden wir immer toll. Ne? Sachen sammeln, Items sammeln, komische Viecher, die da rumhängen, Typen, die mit dir quatschen, Quests, die du lösen kannst. Du musst dich irgendwie meistern, dass du irgendwie, weiß ich nicht, dich ausrüstest gegen die Gefahren, die da drin sind. Sowas, ne? Ja. Und dann in diesem Style, wie ich gerade ausgeführt habe. Und da hatte ich immer schon mal Bock drauf, und jetzt war irgendwie die Gelegenheit, ne? Deswegen wussten wir auch ziemlich früh und ziemlich schnell, was wir wollen, weil wir es immer schon machen wollten, so ein Spiel, ne? Ja, das Ding ist halt, solche Spiele wie so ein Ax Fatalis zu zocken, irgendwie macht uns selber total viel Spaß, aber es gibt so viele von dieser Art Spiel gar nicht, ne? Es gibt eher so andere Art Dungeon Crawler da draußen irgendwie, die vielleicht andere Spielmechanismen haben, Multiplayer sind oder mehr aufs Grinden aus sind und solche Sachen. Ja. Und diese Ax Fatalis Ultima Underworld Dinger, die sind sehr rar. Und es macht immer voll Bock, etwas zu entwickeln, was man aber eigentlich selber gerne spielen würde. Und dann passte das halt super, dass wir sagen, ja, dann lass uns doch selber sowas machen, weil wir hätten Bock, es zu zocken. Ja. Und deswegen macht das uns auch besonders viel Spaß, momentan an diesem Ding zu arbeiten. Und da haben wir viele Ideen und Inspirationen dann auch einfließen lassen, die quasi uns begleiten. Und wir hoffen, euch wird jetzt auch klar, inwiefern, ja, also dass wir gesagt haben, ja, das ist schon ziemlich ruhrgebietig, weil du ja dann irgendwie wir nennen ihn den Schacht. Den Schacht hast, genau, und darin dann spielen kannst. Ja, das sind viele Sachen, die wir uns angeguckt haben, die so einen Look and Feel ausmachen, dass wir sagen, es darf auch mal ein bisschen gruselig sein, und es soll aber auch Quests haben und Dialoge, und man soll auch ein bisschen kämpfen können, und alles in einer sehr puristischen Form. Das war uns sehr wichtig, dass wir das Spiel nicht überladen, dass wir schauen, wir bauen nicht zu viele Features ein, aber die wir einbauen, die sind dann quasi genau für das, wofür du es im Spiel brauchst, und dieses puristische, das Einfache, dass du einen recht cleanen Bildschirm hast zum Beispiel, das sieht man in dem Trailer zum Beispiel auch sehr deutlich. Das war uns wichtig. Ja. Und dass wir den Rest quasi der Fantasie auch der Spielerschaft überlassen dann an der Stelle. Und dann kann jeder so ein bisschen das Spiel sich anschauen und spielen im Tempo und wie ihr das eben möchtet. Das fanden wir cool. Ja,
wir stehen auf Immersion, ne? Dass man so diese Welt erlebt, dass man tatsächlich auch die Geschichten, die man da erlebt, dass man das tatsächlich das Gefühl hat, man ist wirklich da. Ja. Das ist uns wichtig. Wir haben Gesellschaftsstrukturen eingebaut, ne? Mit denen man reden kann, die man da Quests bekommt, und das ist ziemlich aufwendig alles, ne? Ja. Kriegen wir aber hin, haben wir uns das ist nicht klein, auf keinen Fall, ne? Also ja und nein. Ja und nein, genau. Es ist auf jeden Fall kleiner als das, was wir vorher gemacht haben, und sehr on point. Ja. Aber dafür ist es, glaube ich, schon ordentlich. Ja, also wir haben uns da sehr viel Mühe gegeben, wir haben sehr gut geplant. Ja. Und insofern schaffen wir das bisher auch immer, diese ganzen Sachen, die wir uns gewünscht haben für das Ding, da reinzubringen. Ne? Ja. Also das ist schon ganz cool. Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Ja, also wir haben jetzt quasi ein paar Sachen veröffentlicht, die ihr jetzt verfolgen könnt. Wir werden versuchen, auf Social Media das so ein bisschen noch aufzuarbeiten und hoffen, ihr seid fleißig damit dabei. Ihr dürft jetzt wishlisten endlich. Ja. Also wenn ihr auf unsere Website klickt oder auf oder direkt auf die Shop-Seiten, und da meinetwegen auch bei beiden Shop-Seiten, momentan haben wir 2 veröffentlicht, da auf Wishlist klickt, dann macht uns das glücklich. Das könnt ihr machen und es dann weiter verfolgen. Wir werden jetzt also kontinuierlich euch auch ein bisschen was von unserem Spiel zeigen und natürlich auch weiterhin erzählen, wie es jetzt weitergeht. Wir planen die ersten Messen im Mai. In welcher Form wir dort vertreten sein werden, das werden wir dann sehen. Also wir haben einmal dort die Roleplay-Verse, da möchten wir sehr gerne hin. Und es gibt die Fantasy Basel, da würden wir sehr gerne hingehen. Und da, vielleicht ist ja jemand dort von euch und wir treffen uns da. Das würden wir dann aber auf Social Media dann nochmal extra ankündigen. Jetzt gehen wir quasi neben der Entwicklung, die wir ja ohnehin sowieso machen, quasi ins direkte Marketing und hoffen, euch gefällt, was ihr seht, und mögt das mit uns zusammen weiter begleiten. Ja, cool. Was können wir denn dann dazu noch sagen? Community-Frage beantworten? Oder? Genau, ja, wir können eine Community-Frage beantworten. Die fand ich dazu passe, die kam auch mehrfach. Ja. Und darum habe ich sie jetzt mit aufgenommen in dieser Folge. Die Frage ist, wird das Spiel, was ihr gerade macht, wie Elex oder was komplett Neues sein? Ja. Also wir hoffen, dass mit dieser Folge die Frage weitestgehend beantwortet wurde. Ne? Ich meine, wir sind natürlich jetzt viel kleiner, deswegen wird das Spiel nicht so ein Riesenspiel wie Elex. Aber es wird trotzdem ein Rollenspiel, es wird trotzdem Adventure-Elemente haben, es wird, ihr könnt eigentlich schon ziemlich genau sehen, was es wird, wenn ihr euch den Trailer genau anguckt. Es werden auch sehr viele Features darin schon verraten. Ihr könnt ja mal ein bisschen analysieren, vielleicht macht euch das Spaß. Und es wird quasi ein Dungeon Crawler sein und damit beantwortet das hoffentlich die Frage, inwiefern man wiedererkennt, dass wir das gemacht haben, so kann man es vielleicht sagen. Mhm. So, und jetzt gucken wir mal, was wir da angerichtet haben. Genau. Ja. Vielen Dank für euer Interesse und hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. So. Ja. Jetzt geht's los. Jetzt würde ich am liebsten nachgucken, kann ich aber nicht. Kann ich nicht.